Hallo, ich bin Gerd, ich bin seit 2010 hier am Drehkreuz Leipzig beschäftigt und bin Trainer für die Ausbildung neuer Mitarbeiter. Hi, und ich bin der Mike. Ich arbeite auch seit 2010 hier im Unternehmen und bin Kollege von Gerd und arbeite auch in der Trainingsabteilung. Und heute nehmen wir euch mit auf eine Tour durch unser DHL-Frachtflugzeug. Kommt mit! Die European Air Transport, kurz EAT, ist unsere DHL-eigene Frachtfluggesellschaft mit Sitz in Schkeuditz. Sie umfasst aktuell 36 Flugzeuge und ein Flugzeug davon sehen wir im Hintergrund, unser A300-600. Dieses Flugzeug ist ein sogenanntes Widebody-Flugzeug, also hat einen großen Rumpf, und wir haben Narrowbody-Flugzeuge, die haben einen etwas kleineren Rumpf. Dieser Airbus, so wie er da steht, leer wiegt ungefähr 50 Tonnen. Und der Airbus ist in der Lage, ca. 55 Tonnen an Fracht mitzunehmen. Wir haben ein Drittel, was das Flugzeug wiegt, ein Drittel, was es an Fracht mitnehmen kann, und ein Drittel, was das Flugzeug essentiell braucht, um überhaupt fliegen zu können, nämlich den Treibstoff. Bei dem Flieger im Hintergrund haben wir ganz vorne das Cockpit. Dahinter befindet sich die Galley. Dann folgt das sogenannte Main Deck, der Hauptfrachtladeraum zur Beladung mit Frachtcontainern und Frachtpaletten. Und dann ist das Flugzeug noch unterteilt in einen unteren, vorderen Frachtladeraum und einen hinteren Frachtladeraum. Ganz hinten befindet sich das sogenannte Bulk Compartment, ein kleiner Bereich für lose Fracht. So, dann kommt mal mit und wir zeigen euch mal das Flugzeug von innen. Das hier, was ihr hier seht, war früher mal, als es noch ein Passagierflugzeug war, die Galley, die sogenannte Bordküche. Hier haben die Flugbegleiter das Essen vorbereitet. Heute ist das bei uns hier ein Teil des Flugzeugs, wo wir sogenannte Jumpseater mitnehmen können. Das sind Piloten, die irgendwo anders ein Flugzeug fliegen müssen, oder Techniker. Hier im Airbus können 7 Mitarbeiter mitfliegen, zusätzlich zu den 2 Piloten, die im Cockpit sitzen. Wir befinden uns jetzt im vorderen Teil des Flugzeugs, nämlich im Cockpit. Cockpit ist das, wo unsere Piloten sitzen und das Flugzeug steuern. Auf der linken Seite sitzt immer der Pilot und da, wo ich mich gerade befinde, sitzt immer der Co-Pilot. Wir sehen auch hier auf beiden Seiten identische Steuerelemente. Im Notfall muss der Co-Pilot auch das Flugzeug steuern können. Ihr seht ganz viele Elemente hier drin. Der Pilot muss ständig während des Fluges oder auch am Boden Kontakt halten. Wir befinden uns gerade im Inneren des Hauptfrachtladeraums, das sogenannte Main Deck. Über diese geöffnete Cargotür werden die UEDs, die Frachtpaletten und Container ein- oder ausgeladen, um sie dann hier im Flugzeug auf die jeweilige Zielposition zu verladen. Da wir unterschiedlich große Frachtcontainer und Frachtpaletten haben, müssen wir uns im Flugzeug an unser Konfigurationschart halten. Dieses ist in unterschiedliche Farben markiert. In den unterschiedlichen Farben haben wir auch die Positionsbezeichnung an der Frachtraumverkleidung und die dazugehörigen Markierungen auf dem Boden, damit die UEDs am Ende genau auf der jeweiligen Markierung gesichert und verlockt werden. Aufgrund unserer unterschiedlich schweren Frachtcontainer oder Frachtpaletten, die mehrere Tonnen wiegen können, haben wir die Rollen hier auf dem Frachtraumboden, damit man diese Container besser handeln kann, um den UED auf seine jeweilige Position zu verbringen. Hier in den Hauptfrachtladeraum passen 21 Frachtcontainer bzw. Paletten. Da wir bei unseren Flugzeugen jeden Platz ausnutzen wollen, haben wir noch einen vorderen und unteren Frachtraum, wo noch kleinere Frachtcontainer und Paletten geladen werden können. Der Frachtraum selbst ist ca. 1,68 Meter hoch. Deswegen können dort nur Einheiten mit einer Höhe von 1,63 Meter maximal eingeladen werden. Ganz hinten im Flugzeug befindet sich das Bulk Compartment. Dort ist Platz für lose Fracht. Um unsere Flugzeuge abfertigen zu können, brauchen wir auch sogenanntes GSE, also Bodenabfertigungsgerät. Wir haben hier unsere Crew-Treppe oder Crew-Stairs. Wir haben hier unseren Highloader. Highloader ist eine Hebebühne, die es ermöglicht, unsere ULDs in den Innenraum der Flugzeuge zu befördern. Dann haben wir unseren sogenannten Beltloader, also das ist ein mobiles Band, das es ermöglicht, lose Fracht in das Flugzeug zu laden oder zu entladen.
Wir haben bei uns bei DHL Flugzeuge, die nicht reine Frachtflugzeuge sind. Es gibt reine Frachtflugzeuge, die wurden auch so vom Hersteller gebaut. Aber es gibt auch Flugzeuge, die jahrelang als Passagierflugzeuge unterwegs waren. Wenn du mit anpacken willst, dann bewirb dich. Unter anpacken-dhl.de und werde Teil des unseres Teams. Teams.